Moin Leute, Zils am Apparat. Ich bin hier gerade in Karlsruhe beim Event, was Highspeed organisiert hat. Und wie ihr vielleicht schon am Auto seht, ich habe den Rennstall bei mir. Ich bin der Kai Tietz. Ich bin in den vergangenen 2 Jahren Gesamtteamleitung gewesen, zusammen mit meinem Kollegen, dem Yannick Bauer. Und komme ursprünglich aus dem Chassisbereich, also alles rund um Monocoque, Ergonomie, also vieles von dem, was man sieht. Und habe dann aber vor allem jetzt die letzten 2 Jahre die Gesamtteamleitung übernommen. Nice, das ist eine ordentliche Aufgabe. 2 Jahre Teamleitung unter Corona, krass eigentlich, ne? Oder? Ja, also angefangen, also wir hatten das natürlich nicht geplant. Angefangen hat das Ganze als ganz normale Saison, wirklich Vollgas Konstruktionsphase. Und wir hatten auch beide erst geplant, nur 1 Jahr zu machen. Und dann kam es halt irgendwann, ja, musste man durch und wir hatten auch irgendwie keine Lust aufzuhören, weil es ist so irgendwie, man baut ein Auto halb fertig, hat keine Events, das ist nicht so zufriedenstellend. Sagt, komm, wir machen die 2 Jahre voll durch und hat auch ganz gut geklappt am Ende. Ganz gut geklappt am Ende. Also warte mal, welche Events habt ihr gewonnen, beziehungsweise welche habt ihr nicht gewonnen? Ja, also es lief schon ganz gut. Wir haben die 3 Events, auf denen wir waren, haben wir alle 3 gewonnen. Also es war Formula Student Austria als erstes, dann Formula Student East und Formula Student Germany dann zum Abschluss. Ja, also für die, die das nicht so genau einordnen können, das sind so ungefähr die 3 wichtigsten Events in Europa. Ja, natürlich auch relativ viel Glück. Also gerade heute zum Beispiel ist es wieder was kaputt gegangen. Haben wir natürlich gerade auf den Events zur richtigen Zeit hat das Auto echt geliefert und auch das Team natürlich. Und gehört immer ein bisschen Glück natürlich dazu. Ja, aber ich meine, Glück alleine reicht für 3 Erstplatzierungen nicht unbedingt. Also da habt ihr auch schon irgendwas richtig und gut gemacht. Was würdest du sagen, waren so eure 1, 2 wichtigsten Punkte, wo ihr sagt, das hat begünstigt, dass ihr gewonnen habt? Also ich würde sagen, an erster Stelle stehen die Statics. Also, weiß nicht, für die, die es vielleicht nicht wissen, sage ich es nochmal kurz, das Event ist praktisch aufgeteilt in dynamische und statische Disziplinen. Und statisch ist dann sowas wie zum Beispiel die Konstruktionsverteidigung vom Fahrzeug. Und gerade da sind wir in den letzten Jahren auch schon mal extrem stark gewesen. Und gerade in Hockenheim hat man auch gesehen, das hat uns einen entscheidenden Vorsprung gebracht. Und dann ist natürlich das Auto selber auch nicht so langsam. Vielleicht noch ein paar interessante technische Highlights, die bei uns sind. Also, sag ich mal, in erster Linie, was unser Auto auch relativ besonders macht, haben viele vielleicht auch schon mitbekommen, die Lüfter im Unterboden von unserem Fahrzeug. Also kann man hier sehen, dieses Jahr wurde zum ersten Mal oder gab es die Erlaubnis, also eigentlich wurde streng genommen eine Regel gelöscht, dass man aktiv Luft vom Auto wegsaugen darf. Das haben wir halt für unsere Vorteile genutzt und können gerade eben in den Disziplinen, wo es um die maximale Performance, also um die Rundenzeit geht, echt gut was rausholen. Ja, und ich meine, euer Powerground, das hat man in Hockenheim zum Beispiel sehr gut gehört. Ja. Meanwhile, Stuttgart finishes and you can hear the car from Eslington go around the track like a street sweeper or a jet or something really loud. It's got this massive fan sucking the car to the ground. And you can't even hear the combustion engine with the noise the aero is making for Eslington. Is that a jet plane? Huiuiui, ist das laut. Also hört sich ja echt an wie ein Jet, der vorbeifährt. Wir haben auch die Sorge, dass wir für nächstes Jahr, wir wurden schon am Ende gefragt, ob sie vielleicht eine Lärmregulierung oder irgendeinen Noise-Test noch einführen wollen. Ja, ja. Genau. Also ich meine, beim Green Team Auto von uns, da haben wir hinten dran den Hashtag erstmal drin stehen gehabt, Hashtag EV Noise Test 2022. Ja. Ich meine, ihr seid Combustion, also mit Verbrenner. Ja. Aber ich habe tatsächlich schon Gerüchte gehört, dass das wohl nächstes Jahr ins Also wir haben es mal einfließt. gemessen, die sind von der Lautstärke her ähnlich wie der Verbrennungsmotor. Addiert ist dann natürlich vielleicht noch mal was anderes und vor allem ist die Frequenz extrem hoch. Ja, das klingt das wie so ein stimmt. Elektrojet. Ja. Aber das ist natürlich nicht das Einzige. Also generell würde ich sagen, bei uns ist das Gesamtpaket extrem stimmig. Also alles passt gut zusammen, wurde gemeinsam neu entwickelt und gerade Fahrwerk,
das komplette Aero-Paket, die Ergonomie für den Fahrer, alles ist ganz gut ausgeglichen. Ja. Ja, apropos Rad, Fahrwerk und so weiter, aber bei den Rädern, wenn man sich das jetzt mal anschaut, ihr habt jetzt hier relativ große Räder, weil wenn man sich die anderen Autos im Vergleich anschaut, hier drüben US Karlsruhe oder da drüben die Stuttgart oder hinten dran nochmal KIT, die haben alle viel kleinere Reifen, aber ihr habt noch die ganz großen. Genau, ja, noch die ganz großen. Also wir sind eine Zeit lang, also von viele Jahre bis 2017 tatsächlich auch die 10 Zoll Reifen gefahren, also 10 Zoll Felgen. Und sind aber dann nach Reifentests auf dem Reifenprüfstand tatsächlich auf die Reifen wieder umgestiegen, weil wir der Meinung sind, dass am meisten Potenzial in den Reifen ist und die auch sehr gut zu unserem Fahrzeugkonzept an sich passen. Also gerade in Bezug auf die Radlast und Empfindlichkeit. Gut. Ah ja. Und man Also sieht, die hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Also ich meine, was man mitbekommen hat, war ja, dass irgendwie viele Teams, die auf kleine Reifen gewechselt haben, sind dann viel schneller geworden. Und deswegen weiß ich zum Beispiel, das habe ich bei uns selber auch mitbekommen, den Umschwung, weil mein erstes Auto war noch 2017. Da haben wir noch die großen 2019, das war mein zweites, da haben wir dann schon die kleinen gehabt. Und so, aber dass ihr jetzt hier tatsächlich noch bei den großen geblieben seid? Genau, ist ja auch die Marke entscheidend. Also die meisten fahren ja die Hoosier-Reifen. Ja. Und wir sind jetzt halt auf dem Goodyear-Modell, das es auch erst seit der Saison 2018 oder 2019 gibt. Und wie gesagt, damals in den Tests haben die ihr Potenzial schon gezeigt. Und wir sind mit denen sehr zufrieden. Ein bisschen Nachteil ist natürlich größere Reifen, tendenziell ein bisschen mehr Gewicht, auch mehr rotatorische Trägheit. Vorteile sind wir, dass man fürs Radpaket mehr Platz hat. Das ist natürlich bei den ganzen anderen Teams immer Das mit der stimmt. kleinen Felge etwas knapper. Ich meine, wenn man sich anschaut, wie viel Platz ihr da Ja, noch zum genau. Beispiel bei der Bremse und so weiter habt, das ist ja bei anderen echt wie Arsch auf Eimer. Also da habt ihr natürlich ein bisschen entspannter. Danke dir für deine ganzen Einblicke und für dass ihr auch heute überhaupt hergekommen seid. Das ist echt mega nice. Aber man muss schon sagen, ne, heute sind ja 7 verschiedene Autos, also 6 verschiedene Teams am Start. Und ab 3 kommen einfach mal drüben aus Stuttgart der Ecke. Ja, das ist schon gut. Wir sind jetzt natürlich auch in der Nähe von Stuttgart, aber Ja. gerade die schiere Anzahl an Teams im Raum Stuttgart ist schon Enorm. groß. Ja. Ja, und vor allem auch die Klasse. Ne? Also ich meine, Ja. Rennteam, Green Team, Esslingen, Rennstall eben und auch die HBW Engineering. Die sind auch gar nicht mal schlecht. Die sind heute leider nicht dabei, aber wo man sich denkt, krasse Ecke, aber gut. Man bei hat es denen- in Hockenheim ja im Endurance gesehen. Also von den Final Four, also den 4 besten Fahrzeugen, waren ja, ich glaube, 3 aus dem Raum Stuttgart. Ja, ihr wart drin, wir waren drin, DHBW war drin. Genau, ja. Ich weiß gar nicht, wer Valencia, als einziger... Valencia war noch. genau, Valencia war noch dabei. Ja. Die sind natürlich obviously nicht Ja. aus Stuttgart. Ja, krass. Ja, und genau, jetzt dann für dich sozusagen dann hier nochmal das ganze Event so als Saisonabschluss quasi, oder? Kann man so Genau, sagen? ja, wir sind das Ganze sehr entspannt angegangen. Also wir sind natürlich jetzt schon ein bisschen geknickt, dass das Auto leider jetzt nicht fährt. Aber wir haben das Ganze sehr entspannt genommen. Ja, ist halt ganz cool, mal mit den anderen Teams nochmal zu fahren, auch mit die Leute nochmal alle zu treffen. Und wir hoffen auch, dass es in Zukunft vielleicht nochmal sowas gibt mit den Altfahrzeugen. Ja, ich glaube, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich meine, Zwickau meets Friends zum Beispiel, das war jetzt erst gewesen. Und ich weiß gar nicht, da gibt es, glaube ich, noch ein anderes, irgendwo in Norddeutschland. Keine Ahnung, also es gibt sowas immer wieder mal. Aber man braucht auch einfach Leute wie die es von auch, Highspeed, die dann einfach hier das hier organisieren und einfach bereitstellen. Schon Ja, da auf ordentliche jeden Fall Location. auch ein gutes Lob an die Kollegen, dass sie das auf die Beine gestellt haben. Ja. Ja, da kann ich mich nur anschließen, das ist schon echt krass. Aber jetzt nochmal vielleicht ganz zum Schluss, was ist bei euch denn jetzt eigentlich genau passiert, dass ihr tatsächlich nicht mehr fahren könnt? Ja, das ist eine längere Geschichte, da gibt es auch schon eine Vorgeschichte. Also okay. ganz konkret ist ein Anbindungspunkt aus dem Motor gerissen. Aua. Aber das ist nicht das erste Mal passiert und Okay. der Anbindungspunkt ist aufgeschweißt. Also das ist so, dass die Motoren, die wir bekommen, praktisch aus Unfallmotorrädern sind. Und wir haben zum Teil versuchen wir natürlich immer relativ günstige Motoren einzukaufen. Ja. Und das war einer, der schon praktisch beim Einkauf den Schaden hatte und wir haben den halt repariert. Der war eigentlich nur für den Prüfstand gedacht, aber okay. aufgrund einer Knappheit mussten wir dann das Auto bauen und es war eine Frage der Zeit. Ja. Okay, schade, das ist natürlich schade.
Aber gut, ihr habt trotzdem sehr viel Spaß haben können, glaube ich. Und, Ja, lief dann, noch ein paar Kilometer. genau, dann macht er jetzt noch ein bisschen entspannten Tag heute. Mal gucken, was sonst noch so passiert. Ja, bin ich auch mal gespannt. Also dann nochmal danke dir, Kai, für deine Zeit und für alles. Und genau, bis zum nächsten Mal. Vielleicht sehen wir uns noch mal irgendwann mal bei euch in der Werkstatt. Dann machen wir eine kleine Roomtour für alle, die es vielleicht interessiert. Schreibt es mal in die Kommentare. Und genau, danke dir. Super. Ciao. Ciao, ciao. Wie Rennteam genannt werden, das gibt's gar nicht. Ey. Ja, Rennen kommt aus der Ecke Stuttgart. Genau, oh ja, guck mal hier wieder. So muss man eigentlich fahren, oder? So muss man fahren, ja. Das ist genau so. Noch cool, dass wenn die Füße jetzt raushängen. Ja, absolut.